Ein argentinischer Clasico, wie er im Buche steht. Ihr kennt nicht Almirante Brown gegen Morón? Dann kennt ihr es jetzt. Das ist nämlich ein Clasico der Primera B und den sollte man gesehen haben, weil er ist großartig. Hier verirrt sich kaum ein Tourist hin, völlig zu Unrecht. Denn es ist ein unglaubliches Spiel. Zu Beginn des Jahres ging es für mich schon zu einem meiner absoluten Highlights. Ein Spiel in der Primera Nacional B, das alles hatte. Rivalität, Atmosphäre und Chaos. Denn viele Zweitligaklubs in Argentinien haben nach der regulären Saison erstmal Sommerpause, wenn sie sich nicht für die Playoffs zur ersten Liga qualifizieren konnten. Und dann geht so eine Sommerpause schon mal 3 bis 4 Monate und das ist schon eine lange Zeit für die Fans. So ging es auch Almirante Brown und das erste Spiel nach Spielplan war gleich ein Clasico gegen den Viertelnachbarn Deportivo Morón. Und dieses Spiel ist nicht ohne, deswegen war die Vorfreude gleich doppelt so groß im Viertel. Der Club Almirante Brown ist nach Guillermo Brown benannt, einem Admiral der argentinischen Marine und einem Nationalhelden. Der Verein stammt aus dem Viertel Isidro Casanova im Partido La Matanza, einem dicht besiedelten Arbeitergebiet im Westen von Buenos Aires. Der Verein ist einer der ältesten und bekanntesten Fußballclubs im argentinischen Unterhaus und hat eine lange Tradition im argentinischen Profifußball, auch wenn er selten in der ersten Liga gespielt hat, genau wie der Gegner. Deportivo Morón kommt aus dem direkt angrenzenden Nachbarviertel Morón. Genau diese geografische Nähe macht das Duell so brisant. Zwei Clubs aus benachbarten Barrios der Zona Oeste und sind für sich deswegen der Stolz des Westens und machen den unter sich aus. Und das gleich im ersten Spiel. Wir hatten Glück, über Kontakte sind wir zum Fantreffpunkt gekommen und konnten uns da über sehr gute Begleitung freuen, der sich wirklich um alles gekümmert hat. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Wir wurden deshalb auch mit dem Auto direkt aufs Gelände des Stadions gefahren. Leider auf die falsche Seite. Als wir dann drin waren, waren es nur noch 5 Minuten bis zum Anpfiff. Aber unsere Begleitung hat klar gemacht, dass wir am Spielfeld entlang auf die andere Seite, auf die Gegengerade, wo unsere Karten waren, gehen durften. Haben den Torwart noch gegrüßt und konnten tatsächlich noch ein Foto auf der Spielerbank machen. Das war von uns nicht gewollt, dazu wurden wir eher gedrängt, aber es war wirklich cool und hat echt Spaß gemacht, da reinzukommen. Was für ein Anblick hier. Dieses Stadion hat diese ikonische Tribüne. Das ist eine der meist fotografierten Tribünen in Argentinien und ich verstehe auch warum. Sie macht so gar keinen Sinn. Aber dieses wunderschöne und etwas heruntergekommene Stadion ist wirklich authentisch. Das ist authentische Primera B in Argentinien. Und das Maskottchen ist genauso ikonisch, nämlich Lionel Messi macht hier das Maskottchen. Kein Witz, ich weiß nicht warum, vielleicht weil er Weltmeister ist, das reicht dir schon. Also Leo, danke fürs Anfeuern, du kannst Almirante Brown hier nur Glück bringen. Und dann konnten wir dieses Intro begutachten.
Allein, dass wir über den Platz gehen durften, wie geil fängt dieses Klassiko an und dann auch noch dieses Intro. Was für eine Hausnummer, was für eine Ansage. Die Blockfahne, auch eine Ansage. Die Zaunfahne über der Kurve, auch eine Ansage. Der Stolz der Leute hier, absolut. Almirante Brown ist ein Stolz des Barrios und das Barrio lebt diesen Club hier absolut. Blockfahren, Rauch, Pyro und Zäune werden erklommen. Es war einfach wild. Die Stimmung war elektrisiert und angespannt, aber vor allem geladen. Denn hier wollte man auf keinen Fall verlieren. Nicht gegen den Nachbarn. Und dann ist das passiert. Morón ging gleich in Führung. Das sind übrigens keine Gästefans, sondern Vereinsangehörige diesem Club. Was für ein Dämpfer. Aber dann kam Almirante tatsächlich zurück. Das 1:1 und dieses Stadion ist einfach explodiert. Die Leute sind ausgerastet in einer für mich kaum gesehenen Art und Weise. Wirklich wild, was hier los war. Eskalation pur hier mitten im Barrio. Und das ist genau der Moment, warum ich den argentinischen Fußball so liebe. Einfach unglaublich. Die Primera Nacional B ist rau, ehrlich und voller kleiner Clubs mit großer Seele. Und manchmal findet man da drin Perlen wie diesen Klassiker. Wenn ihr also Zeit habt, schaut euch Spiele in der Primera B an. Es lohnt sich wirklich. Die Leute waren hier auch super nett und super freundlich zu uns, wenn auch manche ein bisschen kritisch geschaut haben, was wir eigentlich hier wollen. Weil ich habe schon gesagt, hier verirrt sich kaum ein Tourist hin. Deswegen waren wir doch eher die Exoten in diesem Stadion und wurden auch öfter nett gefragt, ob wir denn Ausländer sind. Fand ich eine hervorragende Frage, als wir offensichtlich Deutsch gesprochen haben. Aber so eröffnet man Gespräche hier in Argentinien. Die Leute sind oft ehrlich interessiert und eher verwirrt, was jetzt so Leute wie ich in ihrem Barrio machen bei so einem Spiel. Trotzdem kann ich es nur empfehlen, Almirante Brown war ein toller Verein, da kann man absolut hinschauen. Und das war soweit mein Fußballjahr 2025, die besten Spiele. Das hier ist schon sehr herausgestochen, aber 3 waren noch besser. Und die möchte ich euch im nächsten Video vorstellen. Da gibt es dann meine Top 3 des Jahres. Also viel Spaß dabei. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt jetzt bitte auf Abonnieren. Lasst natürlich ein Like da
und wir hören uns dann im nächsten Video. Viele Grüße aus Buenos Aires.